Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Wir sind beim letzten Mal reingesprungen in das Main-Quest-Getümmel und haben am Ende der letzten Folge von George die erste Aufgabe übertragen bekommen, die da beinhaltet 3 Orbital-Items irgendwie an verschiedene Leute zu übertragen, zu überbringen, die er für sie repariert hat. Und ich muss, wie ich gerade feststelle, auch gar nicht dorthin laufen, denn ich kann mir ja ganz bequem aus der Karte aussuchen, wo ich hin möchte. Und es ist auch markiert, wo der richtige Raum ist. Das ist ganz famos, das erspart uns einiges an Zeit. Und eventuell werden wir es heute auch schon schaffen, das Schoolhouse zu besuchen und wieder ein bisschen zu kämpfen, denn auch darauf habe ich wieder mega Bock. Aber erstmal machen wir Nicholas ein bisschen glücklich. Hi there, you wouldn't happen to be here to join the cooking club, would you? Not exactly. The engineering club asked me to deliver something for them. Is this what you've been waiting on? Sieht gut aus. Yep, that's the orbital scale I asked George to fix. Alright. I don't know how he works so fast. I'd really be lost without him. George's many talents aside, I didn't even know tools like this existed. Pretty impressive, isn't it? This can provide more accurate and minuscule measurements than any analog scale. Analog? Analog? Ich weiß nicht, wie man analog richtig ausspricht. If you put a container full of ingredients on there, it will even subtract the container's weight for you. It's handy. I'd believe it. You don't have an interest in cooking by any chance, do you? I haven't given it much thought, to be honest, but I am kind of curious. I'll be cooking for myself from now on anyway, right? You'd be surprised at how many students here can't. Here's the thing, the cafeteria might be cheap, but it still costs more MEHR than making it yourself would. Have you even tried to cook anything yet? Not yet, I don't even know where to start. Which means you're as virgin as my olive oil. If you want to start cooking, I'd recommend you start cooking. Just make something, doesn't matter what. Tell you what, I'll even give you this to get you started. Oh. Wir kriegen von ihm das Recipe-Book, das ist aber eine optionale... Ach nee, das ist keine optionale Mission gewesen. Nein, das ist die erste Main-Quest gewesen. Meine Güte, in meinem Kopf vermischt sich das alles schon wieder, aber stimmt, das musste man machen. And to top it off, here's a really easy recipe to get started on. It's so easy, I've got all the ingredients you need right here. Help yourself. Aha, ein Simple Omelette. Ja, das wird er noch hinkriegen. Das kriegst sogar ich hin, also schaffst du das auch, Reen. Ich glaube an dich. Thank you very much. This recipe book seems like it will be a helpful companion, but are you sure I can have it? Sure, we've got tons of them. If it sparks a fire for cooking in your heart, it will all be worth it. Got it. I'll be sure to get some use out of it then, so rum. Well, thanks again for bringing me my orbital scale, and pass my thanks on to George for fixing it too. Will do. Sehr schön. You can now access the recipe section of the notebook. Now you can take ingredients and turn them into delicious, delicious food. Delicious, delicious, zweimal? You can receive recipes from various people, but that's not the only way to get them. You might find them while searching specific areas, cooking, or even just trying a new food or drink. Ja. Dafür gibt es am Ende auch eine Trophäe übrigens. Da sind auch einige sehr leicht verpassbar. You can choose recipes and ingredients to make food by selecting Note from the Camp Menu or pressing Select, bla bla. Das kennen wir schon. Was ist hier wichtig? Das meiste ist im Grunde genommen selbst erklärt. Das sieht jetzt nach ganz schön viel aus, ne? Aber es ist gar nicht so kompliziert. You can have Reen cook alone, steht da unten rechts, or have another party member help him. When having another party member help him, both their skill levels will influence the dish they make. Okay, das, was wir links unten sehen, das ist vielleicht noch das Interessanteste, weil da sind die verschiedenen Ergebnis-Qualitätskategorien, die sich daraus ergeben werden. Very likely to produce a unique dish ist das Beste und das Schlechteste, reasonably likely to produce a peculiar dish. Okay, mal gucken, inwiefern ich mich da jetzt komplett austobe. Also ich werde in dem Let's Play es nicht unbedingt darauf anlegen, hier alles irgendwie herzustellen, aber
Man darf auch nicht unterschätzen, Trophäen hin oder her. Die meisten Sachen, die du hier kochen kannst, die sind auch richtig wertvolle und gute Heil-Items, die im Kampf echt kriegsentscheidend sein können. Weil hier später auch so ein Zeug bei rumkommt, wie dass irgendwie deine CP erhöht werden oder so mitten im Kampf, was normalerweise immer müßig ist, vor allen Dingen, wenn du für die nächste Runde eine volle CP-Leiste oder sowas brauchst. Also hier kannst du dich schon ordentlich austoben. So, und hier kann ich jetzt allerdings nur mit Green alleine gucken, denn alle anderen sind ausgegraut und alleine will ich nicht, weil wir sehen hier schon anhand dieser komischen Smileys, Gedankenblasen, was auch immer, wie gut oder schlecht die Erfolgsaussichten sind, dass was Gutes bei rumkommt. Das heißt, wenn ich jetzt meine Party vollständig hätte, würde ich jetzt hier mit Elliot oder mit Emma zum Beispiel kochen. Aber wenn ich alles freischalten wollen würde, wäre Vieh natürlich auch hilfreich, weil sie dann in der schlechtesten Kategorie, wir sehen das bei diesen ganzen Fragezeichen, ganz oben, da kommt halt das Beste mit dem Krönchen immer bei rum. Das zweite von unten, beziehungsweise das dritte von oben, ist dann die schlechteste Ausführung. Also wenn die das verkacken, das wird dann Vieh hier übernehmen, weil sie halt so ein trauriges blaues Smiley-Dings da hat. Und das Ganze unten, das sind halt die speziellen, die Unique Dishes quasi. Die ganz oben sind nicht die Uniken. Ich glaube, die Uniken waren die ganz unten. Aber es ist auch egal. Ganz oben ist das, was qualitativ am besten ist. Und ganz unten sind dann die Unique Dishes, glaube ich. So, thank you for your help with the delivery. I hope you get some real use out of that recipe book. Das ist der Plan. I'm very glad that Margarita ended up joining the club, although I must admit I was a bit taken aback when she first barged her way in here and ate all of our food. Even so, there's no greater compliment than seeing someone take an interest in something you're passionate about. Ich glaube, der hat das beim letzten Mal anders formuliert, aber ein ähnliches Gespräch haben wir schon mal mit ihm geführt, aber ich krieg das nicht mehr im Detail zusammen. So, dann lass uns als nächstes in den Porn-Shop gehen und gucken, ob Micht sich genauso darüber freut, dass wir hier aushelfen. You got some business here, kid, or are you just window shopping? I do actually. I'm here to give you something from the engineering club. Oh, George fixed that thing already? Well, hand it over already, will ya? Right. Ja, freundlich wie eh und je. The kid does nice work. I swear, why does being a pawnbroker have to be such a pain in the ass sometimes? Who would have thought an item break right after I paid for it? That's a pretty nasty surprise. Do you get a lot of students in here out of sheer curiosity? Fair few, sure. What, you looking for some money? I don't lend money to kids. Das habe ich mit keiner Silbe gesagt. You kids can think of this place as an exchange shop. So, like items for items? Oh yeah, I think I got something in a while back that a kid like you would like. It's yours as a way of saying thanks for the delivery. Aha. Jetzt bekommen wir die ganzen wichtigen Key-Items nach und nach. Jetzt verstehe ich auch wieder, warum diese Mission hier damals so installiert wurde. Blade, is this a card game or something? Seems that way. Some good-for-nothing second year brought it in. Can't say I've ever bothered to play, but you can give it a try, or don't, or burn it. For all I care, I didn't pay for it. Thanks, that's really nice of you. I have this strange feeling that he just gave me this because he didn't have anywhere to put it, but oh well. Oh yeah, another thing, my shop's got the finest selection of curios in all of Trista. If you don't see anything you like, come back later. I change up the goods sometimes, when I feel like it. Anyway, see ya. Thanks for the delivery and enjoy the playing cards or whatever. Anytime. Ja, unsere Kartenspielzeit wird noch kommen. You can now purchase curios. At this shop you can exchange certain items for rarer and higher quality ones. You can also buy some of the items you might have missed in previous chapters as curios. And as for the card game Mich just gave Reen, you'll be able to play that later in the game. Oh yeah, das werden wir auf jeden Fall. At Micht's Pawn Shop you can purchase curios.
The items on offer will change each time you enter the shop. You might even find rare items you've missed from chests and elsewhere here. Hallo, als ob ich Chests auslassen würde. Ja, keine Chests werden wir liegen lassen. Alles wird gefunden und mitgenommen. Oh, by the way, that late game I gave you seemed to be getting pretty popular thanks to one guy spreading the word. Maybe you could play it with your classmates sometime, if that's the kind of thing you kids like nowadays. Oh, by the way, that Blade Game, das kennen wir schon. Und das kennen wir auch schon. Okay, so jetzt können wir hier Curious das erste Mal inspekten, aber es ist halt wieder mal sau teuer. So wie alles in dem Spiel einfach sau teuer ist. Aber das aus dieser Kategorie, das sind meistens auch Gegner-Drops, also nichts, was wo wir zwingend auf diesen Laden angewiesen wären. Insofern habe ich selten hier großartig mein Geld gelassen. Da ist das mit dem Traden fast schon interessanter, weil man später hier gut sein Zeug auch upgraden kann, wenn man da viel von angehäuft hat. Und hier zum Beispiel, guck mal, hier ist die erste Möglichkeit, Groundbait zu bekommen. Ne, das, was beim Angeln die Dings wieder auffüllt, die Fischbestände. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal auch diese ganzen Kategorien hier schon hatten, aber ihr seht rechts, da ist alles grau. Also noch kann ich hier nicht großartig was tauschen, aber die Möglichkeit, die besteht halt, ne? In naher und ferner Zukunft. Aber dann haben wir hier unser Soll erstmal erledigt. Und Radio Trista war der letzte Ort. Ich bin jetzt mal faul und laufe nicht. Wobei, ich kann das hier gar nicht auswählen. Das gibt's ja nicht. Radio Trista hat keinen eigenen Auswahlslot spendiert bekommen. Das ist ja zu traurig. Guck mal, so unwichtig bist du. Das will hier wahrscheinlich keiner hören und man macht sich damit auch keine Freunde. Aber es musste mal gesagt werden. So, wie hieß der Michael, ne? Den du holen solltest. Welcome to Radio Trista. How can I help you today? Is there someone named Michael here? I've got a delivery from the engineering club and ideally, I'd like to take it to him directly. As a matter of fact, we do have a Michael here. Let me call him for you. You can wait on the sofa over there if you'd like. Dauert das so lange? Nee, da ist er schon. Also, wir wissen nicht, wie lange wir warten mussten, aber da ist er. Sorry to keep you waiting. You said you've got a delivery from the engineering club for me. I do indeed. Here it is. Orbital wristwatch. Oh, he really did fix it up. This is some pro-level work. We're starting up a new show tonight, so I was feeling all nervous without a quick way to check the time. Things will be just fine now, though. I can imagine that would be pretty intense. Well, you know, it starts at 9 tonight, and if things work out, Radio Trista's guaranteed to see a pretty big increase in popularity, which will mean I'll be one step closer to achieving my dream of... Oops, sorry about that. I shouldn't be getting all excited like that and boring you with my life story. Du hast ja noch nicht mal wirklich angefangen. Not at all. I'm of the opinion that being passionate about what you do is a good thing. Absolut, das möchte ich mit jeder Silbe unterschreiben. Ganz, ganz guter Punkt, den du da ansprichst. This job's pretty much my entire life at this point, really. But if you want to make me feel more alive, tune in to the show tonight. You bet. Or I would if I had an Orbital radio. Well, I gotta head back. Our sound producer's in there waiting for me. Normally I treat you to some tea or something, but today's a really busy day. Tell George thanks for fixing my watch when you get back. Of course. Good luck with tonight's show. Alright, that's the last item delivered. I should go tell George. Das werden wir tun. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ein Radio herbekomme. Aber ich glaube, das wird irgendwann im Hauptstory-Verlauf passieren. Vielleicht kriege ich sogar was von George. Ich weiß es nicht. Ich hatte für einen kurzen Moment gerade überlegt, dass er mir, also Michael, mir vielleicht gleich ein Radio aushändigen würde. Aber noch ist es scheinbar nicht so weit. Oh, hä? Welche Taste? Warum wollte ich die denn jetzt mit Dreieck anquatschen, WTF? Jetzt. Oh, hey, seems like you're done with those deliveries. All 3 of them. Nice work. So now that you've finished delivering those, what did you think of the places you delivered them to? Well, they're certainly all unique. None of them are places I'd normally go either. I might have wandered into the home economics room eventually, but not the pawn shop or the radio station.
Yeah, I don't think most students would. The pawn shop in particular is kind of hard to find too. That's true. But now I feel as though I have a general idea of where most of the main places in Trista are thanks to this. It almost feels like this request benefited me more than it did you. Well, that's nice to hear. You spoke to Michael while you were at Radio Trista too, didn't you? Did he tell you anything about the new show they're starting up? He did. It starts at 9 p.m. tonight, doesn't it? I figured he'd mention that. He's thrilled about the show and that enthusiasm is infectious. How about you? Are you planning on tuning in? I'd love to, but... Oh, don't have an Orbital Radio. In that case here, it's all yours. Das ist doch mal eine Belohnung, mit der wir was anfangen können. Sehr schön. Wait, really? Wobei wir bisher fast immer gute Belohnungen bekommen haben, zumindest in der Anfangsphase hier noch. It's the latest model too, same one I've got. You'd help me out big time. You helped me out big time today, so it only seems right to pay you back. Are you sure? Of course, I bought it for research purposes, but I never really found a chance to make any use of it. It would be a waste to just leave it here collecting dust, so I'd be thrilled if you actually got some use out of it. Well, if that's the case, thank you very much. You're welcome. Oh yeah, there's something I'd like you to tell the rest of Class 7 for me. Oh? Instructor Sarah came to me with a request the other day. Long story short, she left me in charge of doing maintenance on all of your Arcus units. No kidding? Like I said, the engineering club's basically Thor's Orbital factory, so yeah. And of course, I'm pretty interested in your Arcus units myself. So if you need help with anything Arcus related, just come visit me here and I'll sort it out. Good to know. Part of me feels bad adding to your workload, but it's a relief to hear that you'll be the one in charge of this stuff. Haha, that's quite a compliment. Alright, I also meant to ask, you know about Sepid masses, right? Ja, das sind die Dinger, die uns die Kohle bringen. You mean the stuff that monsters sometimes drop with regular Sepid? Exactly. I'm sure you don't need me to tell you how handy regular Sepid can be, but Sepid masses have tons of impurities, so they've never received much attention. But recently someone discovered a way to efficiently extract Sepid from them. Is that so? Oh, it's so. Thanks to that, most shops are willing to take them off your hands at a decent price nowadays. There's no point in holding on to them, so go ahead and sell them if you find any. A little extra money never hurt anyone. Sounds like a good deal to me. Will do. I think I'm just about talked out for the day. Thanks again for all your help. Here's hoping we can keep exchanging favors. Ditto. We'll be counting on you. Ditto. Ihr seht da direkt das Pokémon von meinem geistigen Auge. Orbital Delivery completed. Yay. Das war der Plan. You can now make use of the Academy's Orbital Factory. Und hier beginnt der ganze Spaß. At factories you can use Sepith to unlock slots in your party's orbments. To do this, select Modify Exchange and then Slot. Required Sepith, das ist, denke ich mal, selbsterklärend. If you don't have enough, the number will be red. Unlocking slots increases a character's max EP, das wusste ich gar nicht. Ist mir noch nie aufgefallen, aber okay, cool. The further a slot is from the orbit center, the larger the max EP increase. Ah ja, das wird nämlich bei einigen Slots auch sehr viel kosten. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm, deswegen ist es durchaus sinnvoll, mir hier auch die Tutorials nochmal ein bisschen genauer anzugucken. At factories you can use Sepith to synthesize... to synthesize quartz. To do this, select Modify Exchange and then quartz. If you don't have enough, number will be red. Das kennen wir schon. Sepith is dropped by monsters, so if you're short, get out there and fight more battles. Ja, wenn man uns denn lassen würde. In der jetzigen Spielphase können wir das noch nicht so einfach, aber das kommt noch. Weapon Customization. You can use Hue materials to customize your weapons at an Orbital Factory. To do this, select bla und bla. Wir sehen, wie viele Mira wir brauchen. Wir sehen, wie viele Materials wir brauchen. To customize a weapon, you will need materials and
Mira. Kann es sein, dass die Schriftart hier, also ich meine, wir haben hier mehrere Schriftarten, es so, interessiert wahrscheinlich keine Sau, aber die Schriftart ganz unten, wo steht, to customize a weapon, you will need materials and Mira. Ich glaube, das ist genau die gleiche wie bei den Texten in Enchanted Arms. Furthermore, separate masks can now be exchanged for Mira within any shop's exchange menu. Regular separate can be exchanged too, but do remember that they are also used for synthesizing quartz and unlocking slots. Masks, on the other hand, are useless and can thus be freely exchanged for Mira. Und das werden wir auch tun, sobald sich Gelegenheit dafür bietet. Thanks for lending me a hand today. I'm always happy to help you out with your Arcus. Stop by at any time. Nicht at any time stand da. Stop by any time. So rum. Lesen will gelernt sein. So, wir können bei ihm einkaufen. EP Charge für viel Geld. Wir können Master Quartz einkaufen, ebenfalls für viel Geld. Die habe ich tatsächlich, auch wenn das manchmal wehgetan hat im Geldbeutel, mir immer sofort gekauft, weil sobald jemand seinen Master Quartz ausmaximiert hat, bin ich dann immer gerne auf einen anderen rüber geswitcht. Und habe das aber in meinem letzten Spieldurchgang nicht komplett geschafft. Also ich hatte nicht alle komplett ausmaximiert, sondern am Ende halt nur mit denen ich am ehesten spielen wollte. So, exchangen können wir hier. So, ich habe keine Sepid-Maß, deswegen kann ich hier nichts tun. Diese ganzen elementbasierten Sepids könnte ich auch gegen echtes Geld quasi eintauschen. Ne, das ist das, was ich in der letzten Folge, glaube ich, kurz erwähnt hatte, dass ich jetzt hier, wobei ich bekomme hier auch die doppelte Menge raus. Ich bekomme hier für ein Sepid bekomme ich irgendwie 2 Mira sozusagen, aber der Wechselkurs, der ist hier bei den Sepid-Maßes noch höher. Allerdings, das hat uns das Tutorial auch gerade gesagt, brauchst du halt diese Sepids auch für anderes Zeug, deswegen werde ich jetzt hier erstmal nichts machen. Hier werden wir wahrscheinlich auch noch nicht viel tun können, weil wir noch keine HIER-Material haben. Sobald wir das haben, lassen sich hier eben Waffen upgraden, aber das Zeug müssen wir halt erstmal finden. Das kommt auch primär durch Kämpfe, glaube ich. Oder auch durch Kisten. Ich glaube, das kommt in erster Linie durch Kämpfe. Hier wird es jetzt aber interessant, denn ich kann hier einerseits für Kosten, die wir links sehen, neue Quarze einkaufen, aber ich werde fast meine gesamten Sepids ausschließlich in der Anfangsphase des Spiels hier reinstecken, um nach und nach die ganzen Slots zu öffnen, weil meine Möglichkeiten jetzt aktuell Leute mit Quarzen auszustatten halt noch sehr limitiert ist. Das heißt, ich werde jetzt für Reen zum Beispiel diesen Slot hier öffnen. Kostet natürlich, ist teuer, ist klar. Hier haben wir einen Slot, der halt elementspezifisch ist. Deswegen brauchen wir 200 von den Time Quarzen. Habe ich nicht, deswegen komme ich hier nicht weiter. Ich glaube, ich könnte das auch nicht überspringen. Wenn ich jetzt hier überall 150 hätte, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, du musst das von oben nach unten abarbeiten, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher diesbezüglich. So, und genau das gleiche haben wir hier auch. Das kostet am Anfang noch 70, aber man sieht hier, wobei das hier ist super günstig. Ach, das kann ich aber. Okay, vergesst, was ich vorhin gesagt habe. Diese von oben nach unten Aussage, die trifft absolut nicht zu. Ach so, guck mal, da kann ich bei Reen. Ich bin ja in der Vergangenheit schon wieder übelst dumm gewesen, wie ich gerade feststelle. Weil ich habe das immer von oben nach unten alles geöffnet und hätte mir das Leben hier deutlich vereinfachen können. So, jetzt hat aber jeder 2 Slots zur Verfügung. Jetzt habe ich natürlich gar nicht mehr so viel über, um hier zum Beispiel was einzukaufen. Aber wir haben ja durch das Angeln verstärkt hier auch Boosts bekommen. Warte mal, im Inventar habe ich gerade nichts. Ich würde jetzt einmal hiervon was mitnehmen. Aber Tier hat, glaube ich, durch seinen Master Quartz Elliot gerade drin. Und Aquableed glaube ich auch. Muss mal ganz kurz gucken. Augment, Elliot, Quartz, Cannon. Ja, er hat Tier und Aquableed hat er hier drin. Ich könnte jetzt natürlich überlegen, ob ich das den anderen irgendwie auch noch mitgebe. Aber, ach, Poison habe ich auch. Okay, pass auf, dann wird Reen derjenige sein, der seine Gegner ab sofort vergiften kann, mit einer 10%igen Chance, genau. Und dann bekommt er hier Shield zugewiesen. Und den Rest, den spare ich jetzt erstmal.
Ich meine, für ihn habe ich jetzt noch einen freien Slot, aber ich will, wie gesagt, nach und nach die ganzen Slots öffnen. Und dafür muss ich jetzt ein bisschen sparen. Das wird dann an der einen oder anderen Stelle sicherlich im ersten Spielviertel, vielleicht auch Spieldrittel, ein bisschen anspruchsvoller, als es sein muss. Aber es wird nach hinten raus, je früher man das alles geöffnet hat, wird das dann deutlich einfacher später, wenn man es halt einmal durch hat. Phew, that was a lot of work. I'm exhausted. It feels good though, kind of fulfilling. But now that I think about it, George might have made that request specifically for my sake. I feel like I know a lot more about Trista and the Academy now that I'm done. Oh, sie haben wir auch einmal ganz kurz schon gesehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Szene, wo wir das erste Mal das Schulhaus betreten haben. Da stand sie zusammen mit dem Typen, der die Münze geworfen hat und dieses kleine Spielchen mit uns vor einigen Folgen mal zelebriert hat vor dem Students Union Building. Mit der Dame stand er dort und hat das kurz kommentiert. Who's that? If she's hanging around here, she must be a member of the engineering club, right? That big thing next to her wasn't here before either. What could it be? Geh hin und frag sie doch. Well, it doesn't matter now. I've got another request to finish. Das ist so. Ich werde sie trotzdem anquatschen. Hallo? Neugierde und so. Talk to leather-clad girl. That about does it. Now, all I've gotta do is report back to George. So, she does know George after all. Es ist immer total realistisch, dass sie hier vor irgendwelchen Sachen stehen und Selbstgespräche führen und irgendein Fremder ganz nah neben einem steht und das überhaupt nicht auffällt. Aber, ja, hör mal weiter zu. Ah, the wind felt fantastic today. Okay, wir bekommen nicht viel mehr über sie jetzt in Erfahrung gebracht, scheinbar. Aber das ist okay. Auch ihre Zeit wird noch kommen, wo wir ein bisschen mehr über sie erfahren und hören werden. So, das heißt dann im Umkehrschluss, würde ich sagen, dass wir unsere letzte große Mission annehmen können. Ich weiß gerade nicht mehr, ob die im ersten... Ich glaube, ich muss in die erste Etage. Warte mal. Wow, ich habe gerade voll... Hä? Wie kam ich nochmal auf die andere Karte? Hier, Start. Alles klar. Nee, guck mal. Bin hier wieder falsch. Sei ich einmal... Der ist doch falsch eingeordnet. Ich weiß eigentlich, dass Wendig hier unten sitzt, weil der neben dem Lehrerzimmer quasi sein Büro hat. Aber manchmal komme ich da trotzdem durcheinander. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir hier in diesem Raum sind. Ich weiß das deshalb, weil wir noch nie Gelegenheit hatten, hier nachzugucken. There's a book about the Lionheart Medals here. Aha. The 4 great Lionheart Medals are awarded to students of Thor's Military Academy with outstanding achievements in a specific area, in a specified area, pardon. Each medal is awarded by a designated instructor who selects a deserving student after a period of observation and judgment. Information on each individual medal and the instructor's task with issuing them can be found later in this book. Na dann, the Medal of Friendship, awarded to those who earn the respect and trust of the Academy at large, awarded by Instructor Mary. Weiter geht's mit Compassion, awarded to those who devote themselves to helping others on campus and off, awarded by Instructor Beatrix. Valor, awarded to those who... habe ich gerade awarded gesagt? Awarded to those who set an example through hard-earned combat experience, Instructor Makarov. Ist der das verleiht, und the Medal of Heroism, awarded only to those who have received all 3 of the aforementioned medals and demonstrated outstanding ability in all aspects of their life at the Academy, awarded by Principal Wendig, mit dem wir jetzt gleich sprechen werden, denn er hat scheinbar die für uns wichtigste Aufgabe noch in petto. Und die letzte auch, zumindest für diesen Tagesabschnitt. Excuse me, Principal. I'm being Schwarzer of Class 7. Ah, good. I've been waiting for you. Der ist aber groß. He looks even bigger up close than he did at the entrance ceremony. He must be, 2 arch tall?
Towa tells me you've accepted my request. I truly appreciate you taking time out of your free day to assist me in this. It's no problem at all, sir. So, you're looking for someone to further investigate the underground area of the old schoolhouse? Precisely, and I couldn't have found a better man for the job considering your class was down there so recently. Incidentally, it was Sarah who insisted on making use of that trapdoor, not me. I probably should have tried to stop her, however, please do accept my apologies. Oh, not at all, sir. You have no reason to apologize. I kind of already figured she was behind it anyway. I mean, it stands to reason. Getting back to the matter at hand, there are a number of interesting stories regarding that old schoolhouse. That gargoyle you fought is just a drop in the bucket, all told. Now that you mention it, I did get the distinct impression while fighting it that it was no ordinary monster. It was almost as if... Indeed, almost as if it weren't a monster at all, but a demon. Perhaps the word fiend might fit. In our experience, if left alone, it will always regenerate to its original statue form, eventually. Really? Yes, and as a result, the area has long been used by students in tests of strength. But in the past year, many strange alterations have begun occurring there. I've received reports ranging from doors appearing out of nowhere to strange and eerie voices from the darkness. I see. So you'd like me to go and investigate whether there's any truth to these reports then? If possible, yes. Specifically, I would like you to walk through the underground area and check for any significant changes since last month. A task for which you are uniquely qualified given your prior experience down there. I suppose that is true, and I'd be happy to undertake this mission. Though if that gargoyle has regenerated, things could get a little tricky. If that turns out to be the case, I would have no objection at all to you turning back. I should also stress that I'm making this request to Class 7 as a whole. By all means, do ask your classmates for assistance. I'm certainly not expecting you to go it alone. Oh, understood. I'll just do that. Splendid. I believe you'll be needing this then. Schlüssel, schätze ich, ja. Macht Sinn. It's the key to the front door of the old schoolhouse. Best of luck to you and please be safe. Thank you, sir. Uiuiuiui. Dann geht's dann wohl bald weiter mit der nächsten Area zum Erkunden. Ich habe wie gesagt voll Bock. Ich liebe diese Momente immer. Also wenn es nach mir ginge, könnte das Spiel ruhig mehr, also einen höheren Anteil von Dungeons und Kampfgebieten haben, sage ich mal. Nicht, weil ich das hier nicht cool finde, was wir die ganze Zeit machen, aber es ist halt kein 50-50-Verhältnis, ne? Sondern finde ich persönlich ein deutlich stärkeres Gewicht auf so diese dialoglastigen, storyrelevanten Dinge. Wobei man auch sagen muss, dass vieles halt auch optional ist und ich das ganze optionale Zeug mitnehme. Ansonsten wäre es vielleicht doch 50-50. Aber es ist, wie es ist. I'd like you to take a look around the old schoolhouse's basement in order to check whether it has changed since last month. Having been there once already, I'm sure you'll all be fine. Ask anyone you feel you can rely on to enter along with you, just to be safe. I leave this in your hands. Alles klärchen, Herr Popärchen. You should be able to enter. Having entered once, leave this to your... War das gerade neu? The old squirrel's using that key. Having entered once already, I'm sure you'll be fine. I leave this in your hands. Keine Ahnung. Also inhaltlich hat er sowas Ähnliches schon mal zu uns gesagt, aber ich kann mir das nie merken, ob das genauso formuliert wurde vorher oder halt nicht. So, dann lass uns mal gucken, wenn wir jetzt in Richtung Schoolhouse aufbrechen, was uns da erwartet. Hier bin ich ja bisher nicht reingegangen, aber NPCs, die man anquatschen kann, gibt es ja ansonsten nicht. Hätte ich mich vorher noch mit irgendwas eindecken sollen, jetzt werde ich irgendwie doch ein bisschen nervös. Aber wir gehen einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ab wann uns unser ganzes Team zur Verfügung steht, weil bisher sind wir ja nur mit den Jungs unterwegs gewesen. Und das werde ich über weite Strecken auch beibehalten, aus Gründen, die ich ja schon öfter benannt habe, ne? The front doors are locked. Aber nicht mehr lange. I'm not sensing that mysterious presence anymore. It seems to have dissipated.
dissipated, nicht dissipated, meine Güte, or something. Maybe it was my imagination after all. Once I start exploring this old schoolhouse, I get the feeling I won't have any time left to do anything else today. So before I go in, I should check and make sure I've taken care of everything else on my to-do list. Haben wir. After you finish exploring the old schoolhouse, the time of day will advance to evening. As a result, all daytime bonding events and quests will expire. Ja, wir benutzen es trotzdem, denn wir haben alles getan. There we go. I wonder if anyone else might be interested in exploring this place with me. I should try calling them. Viel Erfolg dabei. You can use your Arcus to call other members of Class 7 for assistance in investigating the old schoolhouse. However, some characters will only be available to help after the story has progressed a bit farther. Aha, guck mal, wir können wieder mit unseren beiden Bros das nur antreten. Da muss ich wenigstens nicht überlegen, mit wem ich das machen will. Insofern ist okay, machen wir. Wir sind ein eingespieltes Team. Macht ja auch Sinn, wir konnten ja auch für alle anderen bisher kein Equipment einkaufen, ne? Oder die mit irgendwelchen Quarzen ausstatten oder so. I can't believe we're coming back in here again. I really don't think this is a good idea. Ich finde die Idee ist brillant. Well, that's because it probably isn't. And neither of us would blame you one bit if you turned back. It's not too late. No, thanks. I'll come with you. We've got that practical exam next week, after all. I need to familiarize myself with this Orbis stuff as much as possible before then. Besides, if I turned back, I'd just wind up worrying myself sick about the two of you. Well, that's very kind, thank you. There are only 3 of us though, so we'll each need to watch the others' backs and proceed with caution. The underground area should be just through the main door, correct? Yeah, that should take us right to the room where we fought that stone gargoyle. Best to go that way rather than falling through the trapdoor again. No arguments here. I really hope that thing hasn't regenerated yet. Das verstehe ich. Vor allen Dingen sind wir ja diesmal... Wir können uns ja diesmal nicht darauf verlassen. Irene hat keine vollen HP. Weil ich ihm ein Item angelegt habe, ne, was seine Max-HP weiter erhöht hat. Ja gut, ist mir direkt so ins Auge gesprungen. Wir hatten beim letzten Mal ja dann die restliche Gruppe, die uns gegen Ende des Kampfes noch zu Hilfe geeilt ist. Deswegen wäre das zum jetzigen Zeitpunkt halt ja, schwieriger, ne, als bei der ersten Begegnung. Aber mal gucken, was uns erwartet. Vielleicht kommt ja auch gar kein Gargoyle. Wow. Well, at least that monster isn't here anymore from the looks of it. And it doesn't look like we've got any more creepy statues ready to come to life either. Wait, did it always look like this in here? No. This room's definitely smaller than it was the last time we were here. How? I'd say it's about half the size, maybe even less. And there are things present that weren't here previously. Gut erkannt, mein lieber Gaius. Like that door? I don't remember there being a door there last time. I don't remember there being one either, but at this point I'm not sure what to believe anymore. Strange though it may be, we should go and get a closer look at it. This is essentially why we came after all. Da sagst du was. And so it begins. Wir haben jetzt quasi ein komplett neues Eckchen im Old School House vor uns, weil sich scheinbar seit unserem letzten Besuch hier einiges verändert hat. Und das gilt es jetzt genauer unter die Lupe zu nehmen. Und das wird auch der Hauptfokus sein beim nächsten Mal. Ich speichere mal eben ganz kurz. So, sicher ist sicher. Ich habe jetzt eigentlich wenig Bedenken, dass der Schwierigkeitsgrad hier total eskaliert, aber man weiß es nicht, ne? Also ich weiß, wie unbeholfen ich mich manchmal in Let's Plays anstelle. Wenn irgendein Gegner mich hinterrücks erwischt, der irgendwie krass drauf ist oder so. Unbelievable. This isn't even the same place. I don't remember passing through an area like this at all. I don't either, because we didn't.
The entire layout down here has changed completely. How? I can sense new types of monsters here too. What do you think we should do, Reen? Na, nachgucken, deswegen sind wir hier. The principal sent us down here to investigate these mysterious changes, and that's exactly what we're going to do. Now that we've seen just how major these changes are, there's no way we can go back empty-handed. We should head as far in as we're able. Here we go then. May the goddess be with us. Alright, let's do this. Aber der Principal hat auch gesagt, dass wir uns nicht in Gefahr bringen sollen, ne? So, was sagt er hierzu? What could this be? It doesn't look like an orbit charging station. Yeah, it's some kind of device for sure, but whatever it is, it doesn't seem to have any power right now. Das wird uns später den Weg abkürzen, weil so eine Dinger haben wir immer am Anfang eines Schoolhouse-Abschnitts und am Ende, um dann den Weg abzukürzen. Sehr nette Erfindung auf jeden Fall. Oh, kommt jetzt ein Tutorial? Du bist auf jeden Fall ein neuer Gegner. Aber was will uns das Spiel jetzt vermitteln? Vielleicht, wir warten immer noch auf die S-Breaks. Die müssten auch bald mal kommen. A slug-like monster. This one could prove a little awkward to fight. Not if we make good use of our combat links. Ach, die gibt's ja auch noch, stimmt. Yeah, we shouldn't have any trouble against a monster like this if we work together. Shall we put our link ability to the test then? Absolutely. Let's show this thing what we're made of. Okay. Ist natürlich blöd, weil ich nur 3 Charaktere habe. Die kann ich nicht zu dritt irgendwie miteinander linken, aber es ist wie es ist. Combat links are a phenomenon which connects Arceus users to each other. By sharing sensory input and mental impulses with one another, linked characters can fight together even more effectively. Fighting battles and viewing bonding events increases link experience, haben wir ja gesehen in der vorletzten Folge. And when enough link experience has been earned, that character's link level will increase. A higher link level between two characters will increase the variety of link abilities they can use. Das macht echt Spaß. Also dieses Feature mag ich echt total gerne. Link Level 1, Link Attack, Link Level 2, Finishing Blow. Link settings. You can change combat link settings using blah blub. You can also set combat links during battle using the L1 button. Ja, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Combat links can be assigned through the tactics section of the camp menu. Ich habe das bisher immer im Kampf gemacht. Also eigentlich, achso, ich habe hier, das steht mir hier noch gar nicht zur Verfügung. So, was ich hier noch machen will, ist Elliot ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. So, weil der hat halt nicht die allerkrasseste Range, ne? Und ich will den nicht immer zaubern lassen, der soll auch hier und da mal angreifen. We should form a combat link before trying to engage the enemy. Combat links can be assigned through the tactics section. Achso, ja. Ja, wie gesagt, ich habe das nie übers Menü gemacht, aber scheinbar geht das hier auch. Nee. Hä? Set Link, Dreieck. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte das als Tutorial wahrscheinlich eher eingebaut im... ich will doch jetzt hier, glaube ich, Reen mit ihm verlinken. Weil er hat halt den interessanteren Angriff, dadurch, dass sein Angriff halt magisch ist. Und, ach, wir werden das eh ein bisschen durchswitchen im Laufe der Zeit. Ich hätte das als Tutorial eher eingebaut während des Kampfes. Finde ich da nämlich leichter. Kriege ich dich hinterrücks angegriffen? Vielleicht ist das aber auch nur so ein geskripteter Kampf, der... nee, das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Alles gut, du bist ein guter Gegner. Das sind die allerbesten, die das möglich machen. Achso, jetzt kommt hier auch nochmal was. Performing attacks and certain crafts gives characters a chance to unbalance enemies. Successfully unbalancing an enemy allows you to perform a follow-up attack while they are off balance. Ja, klingt halt schon wieder mega kompliziert, obwohl das einfach ultra easy ist. The likelihood of unbalancing an enemy depends on the enemy's unbalanced efficacy and the type of weapon used to attack it. Weapon type an... Ey, da habe ich nie drauf geachtet. Muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ich habe da nie drauf geachtet. Ich habe immer so fröhlich vor mich hin angegriffen und war immer froh, wenn eine Link-Ability dann zustande gekommen ist. Critical attacks will always unbalance enemies regardless of their unbalanced efficacy. Dieses Efficiency ist voll das hässliche Wort. Ich finde Efficiency irgendwie schöner.
Aber egal, man gewöhnt sich an alles im Leben. So, ja, Dissolution Slug. Das wird jetzt hier in dem Kampf, ich wollte gerade sagen, bestimmt außerordentlich oft klappen mit den Links. Du hast halt ein kleines Zeitfenster, wo du dann X drücken kannst und kann man eigentlich kaum verkacken. Es wird genügend Zeit gelassen, auch für Leute, die sowas eigentlich eher stressig finden, wie einer. Ich bin damit immer gut zurechtgekommen. Hier hätte ich jetzt theoretisch die Möglichkeit und auch praktisch, wie wir gerade sehen, Jetzt habe ich aber was Dummes gemacht. Jetzt bin ich bei Gaius, kann das auch nur für Gaius einstellen. Wobei eigentlich ist das gar nicht so dumm, weil jetzt hat jeder, wenn er einmal am Zug ist, jetzt könnte ich für jeden den Link anpassen. Werde ich später natürlich nicht vor jedem Angriff machen, aber ja, so, hier geht es auf jeden Fall auch. Also, Wind. Hast du Wind? Nee, ich glaube Gaius ist der Master of Wind Attacks. Das hat gerade keinen Link gebracht, das ist eigentlich schade, aber guck mal, jetzt habe ich hier Zero Arts und Feuer mögen sie nicht, das ist gut, das werde ich jetzt zum Vorteil nutzen. Geh du mal auf den. Ja, aber wir machen echt ganz schön wenig Schaden, muss ich sagen. Ich glaube, diese Links, die greifen aber nicht, wenn jemand zaubert, aber ich weiß es nicht. Also nehmt das nicht für bare Münze, was ich hier gerade sage. Es könnte nämlich auch falsch sein. Ich zauber jetzt mal hier. So, dann kannst du nämlich den finishen. Dann ist er jetzt dran. Die sind hyperempfindlich gegen Wind. Oh, was? Ich dachte, es hätte klappen können, aber scheinbar nicht. So, warte mal, aber wenn es gut läuft, dann kommt jetzt hier ein Link zustande. Das ist schön. Aber gefinisht wird er dadurch trotzdem nicht. Oh, ich wollte den Kampf so gerne abwickeln, ohne dass wir Schaden fressen, aber es hätte nicht sollen sein. Zumindest noch nicht. So, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich lasse die beiden jetzt miteinander verlinkt und wenn wir dann irgendwann mal einen vierten Charakter hier mit im Kampf haben, dann wird das alles hier einer gewissen Routine folgen, sage ich mal. Und, kriegst du den Down? Jawohl. Mussten wir wenigstens keinen weiteren Angriff kassieren, das ist auch schön. Aber dann haben wir das Thema mit den Links jetzt auch einmal vermittelt bekommen. Wie gesagt, wenn jetzt noch die S-Breaks kommen, dann bin ich froh. Well, that sure seemed to do the trick. Yes, we fought well. If we can master these combat links, I'm sure they prove really useful in the battles ahead. We should probably try to practice as much as possible while the stakes are low and get as used to them as we can. Yeah, indeed. You can now access the link section of the camp menu. Dankeschön. About combat links. Noch mehr. Wir haben doch gerade schon was gelernt. Combat links are a new feature likely to be of vital importance in the battles ahead. By strengthening party members' bonds with one another, they can use powerful link abilities together, such as finishing blow and cover. Stronger link attacks will become available as the story progresses. Forming combat links between party members has no disadvantages, so it's recommended to keep an active link at all times. Das ist das Ziel, ja. About weapon types and guard breaks. Link attacks only occur when the enemy's guard is broken, the success rate of which is determined by the weapon type used to deal damage. Soft-bodied monsters are more easily guard broken by Reen's slash attacks, while hard-shelled monsters are weak to Gaius' thrust. Other types include Pierce, effective against flying enemies, and Strike, effective against heavily armored foes. Elliot's Orb staff deals all types of damage at once, but his chances of successfully guard-breaking an enemy are low as a result. About criticals and guard breaks. Attacks taken on a turn with a critical bonus have a 100% chance of guard-breaking an enemy regardless of the damage type being dealt. In this case, follow-up attacks also deal critical damage. 1.5 mal als Multiplikator. Also 1.5 oder 1,5 als Multiplikator. Das Mal hätte ich gar nicht sagen müssen. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Das ist schon wieder meine Korinthenkackerei in dem Fall. So, dann resten wir jetzt einmal. Und dann
würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge hier komplett durchstarten, nachdem wir hier nochmal ein bisschen Kampf-Tutorial-Input bekommen haben. Und ich habe mega Bock auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.